Wir befinden uns jetzt hier im sogenannten Vestibül. Hinter mir sehen Sie die große Freitreppe, dort kommt man rein. Das Haus ist leider Corona-bedingt im Moment noch nicht völlig wieder für die Benutzer geöffnet. Aber hinter uns liegen die Linden, liegt der Ehrenhof, liegt der Hauptbenutzereingang und dann kommt man hier rein in dieses Vestibül und dann geht es geradeaus weiter in den neuen Lesesaal. Die gesamte Diskussion um die Vereinigung der beiden Häuser, wie man es immer so schön sagt, eine Bibliothek in zwei Häusern, also Potsdamer Straße und hier unter den Linden, mit dem Konzept Altes Haus unter den Linden als historische Forschungsbibliothek und Neues Haus Potsdamer Straße als Forschungsbibliothek der Moderne. Diese ganze Diskussion, die ja unter den Mitarbeitern kontrovers geführt worden ist, die aber auch in den Gremien, also auch in den Ministerien, die für uns zuständig sind, auch kontrovers natürlich geführt worden sind. Also all das habe ich hautnah miterlebt und auch mit einer ganzen Reihe von Stellungnahmen und Begründungen versucht zu unterstützen. Ich selber war von Anfang an ein Anhänger dieses Zwei-Häuser-Konzeptes und des Konzeptes auch beiden Häusern einen klaren Schwerpunkt zuzuweisen, also historische Forschungsbibliothek und Forschungsbibliothek der Moderne. Also ein Punkt zum Beispiel war, dass es gab ja alles doppelt, also auch die Abteilungen. Jede Abteilung gab es im Westhaus und im Osthaus. Und der Stiftungspräsident, Professor Knob, hatte entschieden, dass nach dem Anciennitätsprinzip entschieden wird, wer Direktor der neu zusammengeführten Abteilung wird. Und das waren eben in einigen Fällen auch die Kollegen hier aus unter den Linden, die eben schon jahrzehntelang zum Teil auch schon in der DDR als Leitungskräfte als Abteilungsleiter in diesen Abteilungen tätig waren. Das hat so manchem gar nicht geschmeckt, wenn er dann jetzt halt nicht mehr der Erste war, sondern sich da unterordnen musste. Und dass ich Hausdirektor wurde hier für dieses Haus, hat auch so einigen nicht geschmeckt. Das muss ich wirklich auch immer sagen. Sicherlich waren wir nicht immer einer Meinung. Jeder hat ja auch seinen Erfahrungsschatz mitgebracht. Aber wir haben immer sehr fair und kollegial zusammengearbeitet. Und ich, die die bundesdeutsche Verwaltungsrealität nicht kannte, habe auch eine ganze Menge gelernt bei diesem Prozess. Es sind meines Wissens nur 5 oder 6 Mitarbeiter entlassen worden, die tatsächlich erst in der Wendezeit zu uns gestoßen sind und wo wir dann halt bei der Überprüfung durch die Gaubehörde festgestellt haben, dass sie doch sehr eng mit der Staatssicherheit verbunden waren. Die sind wieder entlassen worden und auch in der Leitungsebene eben natürlich dann die entsprechenden Entlassungen durchgeführt worden sind. Die Masse der 446 Mitarbeiter, die hier in diesem Haus gearbeitet haben zum Fall der Mauer, ist übernommen worden. Und ich muss wirklich sagen, in dieser Hinsicht ist die Stiftung Preußischer Kulturbesitz sehr fair auch mit dem Haus unter den Linden umgegangen. Anders als zum Beispiel in der Akademie oder der Humboldt-Universität, wo die Mitarbeiter sich haben auf ihre Stellen wieder bewerben müssen und zum großen Teil eben nicht wiedergenommen worden sind wir hier nach einer entsprechenden Überprüfung natürlich und eben dann der Überführung in den TVÖD, wie es damals noch hieß, heute ist das BAT, sozusagen auch alle übernommen und entsprechend eingruppiert worden. Es hat sich ja in der Bibliotheksarbeit sowieso in den letzten 30 Jahren eine Menge getan. Es gibt neue Regelwerke zur Erschließung von Büchern. Der ganze Bereich der Digitalisierung ist inzwischen gekommen. Und diesen Prozess haben wir ja bereits gemeinsam gemacht. Die Regelwerke, die zur Wendezeit bestanden, die waren eigentlich weitgehend identisch. Und insofern war man nur in der Haus Potsdamer Straße, zum Beispiel mit der Datenverarbeitung, schon viel weiter. Hier gab es praktisch keine Computer. Das mussten wir alles quasi dann über Nacht lernen.